Herr Müller, Arthrose ist in aller Munde. Man liest in den Zeitungen davon, man hört es im Fernsehen. Besonders Kniearthrose ist immer wieder ein aktuelles Thema. Können Sie erklären im Generellen, was Arthrose überhaupt ist? Arthrose ist in erster Linie ein Angstbegriff. Es wird mit dem Wort Arthrose sehr viel Angst gemacht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Schmerzen und dem Grad der Arthrose. Es gibt Menschen, die hochgradige Arthrose haben, also wo man in der Computertomographie zum Beispiel feststellt, dass da ein hoher Abnutzungsgrad ist, keine Schmerzen haben. Umgekehrt gibt es solche, die sehr starke Knieschmerzen haben, wo aber keine Arthrose festgestellt werden kann. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen Arthrose und Schmerzen und trotzdem sagt der Doktor halt, wir haben Arthrose festgestellt, Sie müssen entweder jetzt oder später müssen Sie operieren. Am liebsten jetzt, weil es könnte ja sein, dass der Patient eine Zweitmeinung einholt und dann ist der Fische weg. Und darum wird sehr stark mit Angst auch gewirtschaftet und der Doktor hat halt immer noch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, er ist immer noch der Gott in Weiss, auf den schaut man auf und wenn der etwas sagt, dann glaubt man es und dann macht man es. Mhm. Man sieht ja, oder man kennt die typischen Bilder, die Röntgenbilder, wo man wirklich sieht, wo Knochen auf Knochen ist, wo der Arzt auch schön einmal veranschaulichen kann. Und Sie haben es selber schon erwähnt, es gibt die Fälle, wo Arthrose haben und keine Schmerzen haben, und es gibt die Fälle, wo extreme Schmerzen haben. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, an was das da liegt? Ich habe ja selber hochgradige Arthrose. Bei mir am rechten Knie läuft Knochen auf Knochen. Es ist der Meniskus komplett rausgeschafft, kaputt, zerstört. Und trotzdem gibt es bei mir mehrheitlich Phasen, wo das Knie nicht wehtut. Es gibt sogar Phasen, wo ich 2 Stunden in der Halle shooten und am nächsten Morgen keine Schmerzen habe. Es gibt Phasen, wo es wehtut. Also es ist nicht die Arthrose selber, die wehtut, sondern es sind eher die Kräfte, die überdimensionalen Kräfte, die aufs Knie wirken, wenn Faszien verklebt sind. Das können auch Verklebungen im Beckenbereich sein. Die müssen gar nicht in der Nähe vom Knie sein. Verklebungen, die dazu führen, dass die Bänder, die Seile innen dran, die faszialen Linien verkürzt sind, einen erhöhten Druck aufs Gelenk bringen und der dann schlussendlich eine Entzündung und einen Schmerz auslöst. Also Sie behaupten jetzt, dass wenn der Knorpel weg ist, dass man keine Schmerzen mehr hat, es liegt alles an der Faszie. Können Sie vielleicht noch mal erklären, was Faszien überhaupt sind? Ja, es ist nicht nur ich, der da behaupte, dass man schmerzfrei sein kann, obwohl kein Knorpel mehr herum ist. Es ist ja so. Sie können das auch im Internet nachlesen. Gott sei Dank wird der Patient ein bisschen mündiger und kann im Internet eben auch gewisse Sachen abladen, kann andere Meinungen hören, 2, 3, 10 Meinungen. Und dort wird genau das Gleiche gesagt. Also es muss nicht sein, dass wenn man keinen Knorpel mehr hat, dass man den Schmerz hat. Also es gibt ja das Buch, zum Beispiel die Arthrose-Lüge, geht in die gleiche Richtung. Wird die Faszienthematik dort angesprochen? Ich habe den Titel schon gehört. Ich kenne das Buch selber nicht, aber es muss um Faszien gehen. Ich erlebe das in meinem eigenen Körper. Und in den Selbsttherapie-Kurs, die wir anbieten, erleben wir das zu fast 100%, dass die Leute, die Arthrose haben, trotzdem schmerzfreier werden, wenn sie Faszienverklebungen lösen, Dehnungsübungen machen. Also der hohe Stress der Faszien auf das Gelenk erniedrigen, dass sie dann schmerzfreier werden. Also Sie sagen, man kann die Operation umgehen, bei einer Kniearthrose, indem dass man verschiedene Übungen macht. Gibt es sonst noch Möglichkeiten, um da Schmerzreduktion zu erlangen? Ich würde nicht nur sagen, man kann die Operation umgehen, wenn man das macht, sondern ich würde nie und nimmer eine orthopädische Operation, zum Beispiel eine Kniearthrose, operieren, weil das ist der Anfang vom Ende. Das ist nicht nur nutzlos, es ist sogar körperschädigend für die Zukunft. Das tut wie die nächsten Operationen nachher vorprogrammieren, weil wenn sie das Knie verschneiden, auch wenn die Ärzte sagen, das ist nur ein kleines Schnittchen, es geht durch alle Faszienschichten durch, die Faszien können sich nicht mehr frei bewegen und dann löst es nachher Probleme an einem anderen Ort aus. Wenn Sie es gerade ansprechen, mein Großvater hat vor 2 Jahren künstliches Kniegelenk bekommen
Und er ist jetzt nie mehr so beweglich in dem Kniegelenk rein und hat auch durch da andere Beschwerden. Hat auch mit der Faszie zu tun? Ja, das ist ganz genau so. Man kann dann nach der Operation, also vor allem wenn man jetzt einen Knieersatz rein tut, dann hat man nie mehr die Beweglichkeit. Auch wenn man ein Kreuzband operiert, hat man in den meisten Fällen nicht mehr die gleiche Beweglichkeit. Und die fehlende Beweglichkeit muss in einem anderen Gelenk kompensiert werden. Dann gibt es unnatürliche Bewegungen und dann ist ein Hüftproblem, ein Fußproblem, eine Achillodynie oder ein Rückenproblem vorprogrammiert. Sie stellen ja spezielle Schuhe her, auch eine spezielle Matte, wo wir jetzt drauf stehen. Kann das auch bei Kniearthrose helfen? Und wenn ja, wie? Ja, wir haben jetzt nur darüber geredet, wie man ein Gelenk schmerzfrei machen kann durch Erhöhung der Beweglichkeit. Jetzt geht es natürlich auch darum, dass man die verbesserte Beweglichkeit durch Lösen von verklebten Faszien, wie man das Gelenk richtig bewegt. Und richtig bewegen heisst natürlich bewegen, das heisst die natürlichste Bewegung und die beste Bewegung. Die beliebteste Bewegung beim Menschen ist das elastisch Federnde. Das liebt der Mensch. Und wenn sie auf einer elastisch federnden Matte laufen und ihre Gelenke frei sind, Faszien nicht mehr verklebt sind, dann macht eben diese Bewegung am meisten Sinn. Und die sehen wir auch bei 8 von 10 Leuten. Auch wenn sie noch Verklebungen haben, wenn sie auf elastisch federnden Matten kontrolliert laufen, so wie wir es lehren, dann ist in 8 von 10 Fällen die Bewegung schmerzfreier oder ganz schmerzfrei. Also eine Kniearthrose muss nicht wehtun, wenn man sich richtig bewegt. Und was der Arzt sagt, sie müssen sich halt mehr bewegen, das nützt nichts in so einem Fall, weil man kann sich nicht bewegen. Aber wenn man sich eben richtig bewegt, sprich auf elastisch federnde Materialien wie auf unseren Kibundschuhen oder auf der Matte oder auf der Matte im Alltag stehen statt sitzen, dann ist das eben eine Bewegung, die dem Gelenk gut tut, wo dann auch die Muskeln entsprechend ausbalanciert, dass man je länger, je mehr eben schmerzfrei sich bewegen kann, ohne das Knie zu operieren. Sie haben am Anfang gesagt, das Gelenk muss beweglich sein. Funktioniert denn der Kibundschuh und die Kibunmatte nur, wenn das Gelenk wirklich beweglich ist? Oder funktioniert es auch schon vorher? Also wenn man Bewegung natürlich provoziert in einem Bereich, wo es dann unbeweglich wird, wo es dann steif wird, dann kann es sein, dass der Kibundschuh sogar einen Schmerz auslöst. Und dann ist eben wichtig zu wissen, dass nicht jetzt der Schuh schlecht ist, weil ein Schmerz kommt, sondern es ist dann ein Zeichen, es ist wie ein Diagnosegerät, ein Zeichen, dass irgendwo etwas verklebt ist. Und wenn man dort die Verklebung dann löst, dann sieht man auch, dann kann man im Kibundschuh wieder schmerzfrei laufen. Und wer löst die Verklebungen? Die Verklebungen löst ein Physiotherapeut, der sich im Thema Faszien gut auskennt. Am allermeisten empfehlen wir FDM. Das kann man auch im Internet nachschauen, was das ist, FDM-Faszientherapie. Das ist relativ schmerzhaft, also man tut mit manuellen Griff die Verklebungen lösen. Und wenn die gelöst sind und man vorher im Kibundschuh Schmerzen hatte, dann stellt man fest, dass wenn man die Therapie gemacht hat, dass man auch im Kibundschuh schmerzfrei laufen kann. Muss ich dann in diesen Fällen immer zum Physiotherapeut rennen oder bestehen auch Möglichkeiten, wo ich selber etwas machen kann? Ja, man kann so Kurs besuchen, Selbsttherapie-Kurs, die wir anbieten, die auch auf unserer Webseite drauf sind. Und dann kann man das durch den Physiotherapeut, der die Kurs leitet, kann man da selber auch lernen. Und wenn man Aufbaukurs macht, kann man recht weit gehen. Also man kann sich sicher nicht zu einem Physiotherapeut ausbilden, aber man kann doch einiges sich selber machen, insbesondere im Bereich Kniearthrose, aber bis und mit Hals- und Kopfschmerzen. Haben Sie denn jetzt auch gerade schon eine sofortige Lösung, wenn man jetzt Leute hat, die Kniearthrose haben, dass man dort schon ein Tool hat oder Übungen hat, die man machen kann? Gibt es da irgendwie eine Internetseite, irgendwo eine Möglichkeit, wo man sich informieren kann? Man kann sich auf unserer Webseite im Ratgeber informieren. Man kann Kurs besuchen. Wir haben auf der Webseite auch unter Anlässe
wo man sich anmelden kann für die Kurse. Die sind sehr zu empfehlen. Also die Leute sind unisono hell begeistert, die an diesen Kursen mitgemacht haben. Auf Ihrer Internetseite haben Sie aber in dem Fall auch dort schon Übungen drin, wo man gerade sofort kann, bevor man überhaupt einen Kurs kommt, dass man dort schon mal sieht, was kann ich machen und auch das Erlebnis hat, dass man schmerzfrei wird. Unter Ratgeber haben wir auch Übungen. Genau, dort sieht man Übungen für Knieschmerzen zum Beispiel. Man kann die Übungen machen. Man kann auch nur einmal einen Kibun-Schuh bestellen für 2 Wochen. Für einfach einen Mietbetrag, einen niedrigen Mietbetrag. Da kann man es ausprobieren, das kann man mit dem Arzt nicht. Man kann ja nicht eine Operation mal ausprobieren und schauen, wie es dann rauskommt. Bei uns kann man 2 Wochen testen. Dann das noch ergänzen mit den Übungen und so auch feststellen, ob es einem hilft oder nicht. Aber Sie haben auch die Erfahrung gemacht, eben, wenn das Knie nicht wirklich beweglich ist, dass der Kibun oder die Matte auch da schon hilft, bevor man wirklich vollumfänglich beweglich ist. In den allermeisten Fällen, wenn man präzise läuft, wenn man sich nach diesen Gehübungen richten tut, funktioniert es in den allermeisten Fällen, dass man sieht, dass man innerhalb von ein paar Minuten schmerzfrei laufen kann. Super. Vielen Dank, Herr Müller, für das Interview. Danke.